Der André muss natürlich vor dem Rennen noch anfangen, irgendwas zu justieren, einzustellen. Vorhin waren die Glieds locker, unfassbar. Jedenfalls sind wir hier bei der Tour de Energy oder Tour de Energie. 100 Kilometer Runde, es geht dann, eine Viertelstunde geht's los. Genau, das will mir der Jochen sagen. Als wir letztes Jahr bei Dolomiti gestartet sind, war sein Vorbau so locker, sein Gabelschaft war komplett locker und er konnte den nicht festziehen, weil seine Spacer nicht gepasst haben. Da musste kurz vorm Start musste ich da noch rumdoktern. Eine Minute vorher haben wir dann angefangen. Aber es hat funktioniert. Also Ruhe in der Richtung. Okay, wir stehen uns jetzt mal warm und dann geht's los. Hoffentlich sturzfrei. Kurz vorm Start noch Kleiderwechsel, Armlinge wegpacken. Und dem Einbecker. So, los geht's. Erst noch neutralisierte Zone bis zum ersten Kreisverkehr und dann sind die Spiele eröffnet.
So, Schnitt 31,4 sagt der Wahoo, 3 Stunden 09, 99,4 Kilometer. Maximum Speed 77,9. Ich schätze, es war Bagger. Ah, da ist er ja! Oh. Hoi! Hallo, das ist der André! Ei, ei, ei. Eine Schinderei. Ha? Was will ich? Ja, am Schluss hatte ich mal wieder Krämpfe, wie immer. Und den Lorenz habe ich am 3. Berg geschnappt. Wenn ihr eingeholt habt, ja wieder. Boah, lass uns vorgehen. Und am Ende werden dann merken, die Gruppe war nicht so schnell, man konnte irgendwie... Ja, ich hatte Krämpfe am Schluss noch. Auf der Graben. Eieiei. Oder Phasen, muss ich Leute bei mir. Da ist er. Ich glaube, die Reste noch gerade. Das war eine geile Strecke, muss ich sagen. Die hat mir richtig gelegen. Ey. War nicht so schlecht. Geil. Wie viel Meter hat es denn jetzt gehabt? Stimmt das was? Ja, ich habe noch nicht geguckt. 1088. So wenig? Ja, aber wir waren langsamer wegen Köln, ne? Und es waren mehr Höhenmeter. Ist dir das aufgefallen? Also ich zumindest war langsamer. Ja, lag halt nicht an der Gruppe. Ja, aber es war auch sehr windig. Das war auch windig. War ultra windig. In der ersten Hälfte hat es mich echt fast vom Fahrrad gehabt. Ja,
jetzt hier am Schluss auch das letzte Stück, die letzten 10, 15 Kilometer. Hoch, dass wir uns die Arbeit geteilt haben vorne. Von links, von rechts, ich wusste gar nicht, wie ich hinter die Hinterräder fahren soll. Bei mir war die Gruppe immer zu langsam. Und in Watts war es genauso wie, fast genauso wie Köln, 230. Ja, was hast du für einen Schnitt jetzt gefahren? 35. Und in Köln 36. 36. Das ist so langsamer. Hier bei uns weniger Höhenmeter und auch nicht steil. Hier kam mal Unterschied und eine Scheibe. Wie weit war es denn hinter mir am dritten Berg? Keine Ahnung, ich hab dich auf einmal gesehen am Berg. Ich denke, Holz oder Lorenz. Ich hab gedacht, du bist schon lange weg. Nee, ich hab da konnte, wenn dann so 200 Watt hochgefahren ist, hätte ich echt irgendwann Krämpfe bekommen. Ach, du Säule oder was. Ich muss auch noch mal mehr, mal weniger. Wie hast du im Schnitt? Wie hast du im Schnitt da hoch? Weiß ich nicht. Ich habe bloß geguckt, dass die Beine sich bewegen. Und mal waren es 220, da waren es 210, da waren es 195, da waren es 2,5. So wie ich da, also ganz bisschen ausgeholt. Ich habe geschaut, dass in dem gleichen Tempo oder gleichmäßig Tempo, dass ich hochkomme und das Ding irgendwie überstehe. Aber ich kann da genau die gleiche Durchschnittsgeschwindigkeit wie ich. Ja? Die ist so lange gekommen. Wie kann das sein? Oh ja. Skandalös. Okay. Ja, aber ich beende jetzt erstmal das Video hier, weil sonst wird es zu lang. Es war sehr schön. Nochmal die Eindrücke von den ganzen Verrückten hier. Ja, Fazit. Empfehlung, sehr schön. Schöne Landschaft. Schöne Hügel, kann man gut drücken. Bloß die Gruppen waren ein bisschen widerlich. Es war irgendwie nicht so der Flow da. Es war irgendwie, ich weiß nicht, mal bist du ja wieder vor zu einer Gruppe, dann kam wieder einer von hinten und hast irgendwie nie so die Konstanz gehabt. Aber egal. Schön war's. Wir essen jetzt was, Pasta Party. Mal gucken, ob sie uns reinlassen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sagen Servus. Ciao.